Jetzt bin ich wieder allein in meinem Büro, da kann ich den schönen Wolfshaut-Mundschutz auch mal abnehmen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Stempel-Nerd-Video. Ihr habt vielleicht gesehen, jetzt ist an diesem Montag schon wieder ein neues Video von mir da. Liegt vielleicht daran, dass ich mir das Ziel gesetzt habe, jeden Montag ein neues Kartenvideo hochzuladen. Unter dem Titel ACAW habe ich eine neue Kartenbastelserie für mich hier gestartet. ACAW heißt einfach nur ausgesprochen auf Englisch A Card a Week, also jede Woche eine neue Karte. Nebenbei läuft ja auch noch eine andere Aktion, und zwar hat die Angela von der Stempelfamilie eine Aktion gestartet, die heißt 14 Tage Challenge Kartenfrühling. Und da drin werden seit 14 Tagen, ich glaube heute müsste der letzte Tag der Challenge sein, wenn nicht gar gestern, ich kann es euch gerade nicht genau sagen, da wurden jeden Tag neue Karten vorgestellt zum Thema Frühling mit verschiedenen Techniken. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Der Kanal müsste wahrscheinlich auch auf meinem Profil verlinkt sein. Einfach mal gucken, vielleicht tue ich es auch hier irgendwo in die Infobox. Dann könnt ihr einfach drauf drücken. Aber guckt erstmal dieses Video zu Ende. Das Thema von Tag 9 aus dieser Challenge, meines Wissens war das letzte Woche Dienstag, lautete Bunter Frühling auf Schwarz. Und da ich von meinem letzten ACAW-Video noch schwarzen Cardstock übrig hatte, habe ich mir gedacht, den muss ich ja nicht wegschmeißen, den verwerte ich wieder und drehe dazu mein Video. Ich zeige euch jetzt erstmal gleich auf meinem Arbeitstisch, was ihr alles zuschneiden müsst, und dann könnt ihr gleich anfangen und mitbasteln. Folgende Papierstücke habe ich schon mal zugeschnitten. Und zwar einmal in Weiß, in meinem Falle in Grundweiß. Wie gesagt, immer, könnt ihr euch bei allen Videos von mir merken, die Farben sind komplett euch überlassen. Ihr müsst euch hier nicht an meine Anleitung halten. Nehmt, wozu ihr Laune und Lust habt und was euch gefällt. Ich habe, wie gesagt, hier einmal jetzt Grundweiß in den Maßen 29,7 mal 10,5 cm. Dann ein weiteres Stück 14,9 mal 10,5 cm. Und da ich ja jetzt weiß genommen habe, muss ich die Mattung doppelt setzen, zeige ich euch aber gleich nochmal. Also die Mattung, die kommt in 10 mal 14,3 cm, in meinem Fall in schwarz zweimal. Und eine Auflage zum Bestempeln, die ist 9,5 mal 13,8. Auch die zweimal. So, das erstmal zu dem Papier. Die 3 Stapel können wir erstmal wieder zur Seite tun, die brauchen wir dann später. Wir fangen erstmal an mit unserer Papierschneidemaschine und falzen bei 14,9 und 7,5, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das sieht dann so aus. So, jetzt haben wir das hier schon mal vorgefalzt. Dann nehmen wir uns hier so ein Falzbein, geht es auf, ins Nippeln ab. Und ich nehme das immer sehr gerne, weil, wenn ich jetzt einfach so mit meinen normalen Fingern, was heißt normale Finger? Ich habe ja nur die. Nein, also wenn ich mit meinen Fingern jetzt hier falze und die Linie knicke, dann kann es passieren, wenn ich noch Stempelfarbe an meinen Fingern habe, dann reibe ich die so schön auf das weiße Papier und das sieht dann echt nicht schön aus. Also nehmt euch das Falzbein, knickt das hier einmal vor und dann streicht ihr schön darüber, weil dann tut ihr die Farbe, die vielleicht noch an euren Fingern ist, weil ihr heute einen total bastelwütigen Tag habt, nicht auf das Papier wischen. Hier passiert das dann genauso. Ich habe wahrscheinlich noch gar nicht gesagt, welche Funktion wir jetzt gerade wieder bauen möchten. Ich will mich mal wieder an einer Easelcard versuchen. Ihr habt das bei mir auf Instagram vielleicht schon ganz oft gesehen. Keine Sorge, nächste Woche kommt dann was Neues, was dann keine Easelcard ist. Die falzt man einfach so und dann können wir uns schon den nächsten Streifen weiß nehmen und den Kleber dann einfach hier vorne dran. Dann nehme ich hier wieder diesen Kleber, weil das mit dem Flüssigkleber, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, das macht immer sehr viel Sinn, den zu verwenden, da man dann noch ein bisschen verrücken kann. Weil wenn ich jetzt den Abreißkleber dafür nehme, dann bin ich quasi an Ort und Stelle fixiert und kann mich nicht mehr nach links oder rechts bewegen, um das ein bisschen auszugleichen, wenn ich mich doch ein bisschen verschoben habe. Ihr seht auch, jetzt ist es noch flüssig, da kann ich noch ein bisschen hin und her wackeln. Ist halt ganz praktisch mit dem Flüssigkleber. Tja, und das ist das Coole an der Easelcard. Fertig. Funktion steht. Sie hält natürlich noch nicht von alleine. Das machen wir dann wieder nachher beim Gestalten. Tja, und was fehlt uns jetzt noch?
unsere Mattung. In diesem Fall in Schwarz. Auch die können wir eigentlich schon aufkleben. Dann müssen wir nur noch diese 2 Papiere hier dann gestalten und dann sind wir eigentlich schon fertig. Das ist eine relativ schnelle Karte. Ich hoffe, das Video wird diesmal auch nicht ganz so lang. Aber sollte ja funktionieren, wenn die Karte recht schnell von der Bearbeitung. Jetzt bin ich doch im Satz fast eingeschlafen. Also von der Bearbeitung her nicht so aufwendig ist. Ja. Das geht dann relativ flink. So, dann packen wir das hier oben drauf. Und vermitteln das ein bisschen, dass das nicht ganz so schief aussieht. Mal gucken, irgendwo. Ich glaube, ich habe vorhin meine Karte nicht ganz gerade in der Schneidemaschine gehabt, aber das korrigiere ich dann am Ende nur, falls muss ich mal irgendwo ein bisschen was nachschneiden, dass das nicht ganz so schlimm auffällt. Ist aber egal, die Funktion bleibt auf jeden Fall erhalten. Wir können am Ende irgendwas aufstellen. So, jetzt können wir hier schon gleich wieder hochklappen. Da packen wir jetzt das schwarze Teil mal noch unten drunter drauf. Wie gesagt, Farben sind voll euch überlassen, wie ihr das machen möchtet. Bei mir sollte es halt nur zu dem Thema mit dem schwarzen Grund und die Frühlingsblumen da drauf irgendwie beinhalten und dementsprechend habe ich halt das Schwarz jetzt hier genommen. So. Ja, und jetzt ist es eigentlich wieder mal an uns hier auszutoben und hier zu gestalten. Dementsprechend lasse ich wieder ein Zeitraffer laufen. Wie gesagt, das ist jetzt mein Ding, wie das hier wird. Und jeder kann das so machen, wie er das gerne möchte. Und so sieht sie jetzt fertig aus. Meine Thema zum Karte. Genau. Jetzt bin ich fertig mit Gestalten und Aufkleben. Das ist meine Dieselcard zum Thema bunter Frühling auf schwarzem Grund. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es nächste Woche weitergeht mit ACAW A Card a Week, dann abonniert am besten diesen Kanal. Macht's gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin Jonas, der Stempelnerd.